Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen Teil 2 des Abenteuers Coruscant, entwickelt und kreiert von den City Builders für das Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ja, schauen wir mal, was uns im zweiten Teil dieses sehr interessanten Abenteuers so widerfahren wird. Ja, und in der zweiten Mission unseres Abenteuers gründen wir unsere erste Kolonie. Und ihr seht, wir können 4 Koloniestandorte hier gründen im Mittelmeerraum. Und wie der Abspann beim ersten Teil schon sagte, sollten wir uns für 2 entscheiden, die wir als erstes gründen sollten. Nämlich entweder Naboo, Holz gibt es hier reichlich, und Seeigel. Eine nette Erweiterung des Speiseplans. Und dann gibt es da noch die Kleinigkeit, die Poseidon gerne hätte. Ja, Naboo kennen natürlich alle Star Wars-Fan und dieses Abenteuer ist ja tatsächlich ein sehr nettes Crossover zwischen Zeus und Star Wars. Die zweite Kolonie, die wir auswählen können für die erste, die wir gründen, wäre Dagobah. Hier gibt es Holz und riesige Sümpfe. Dort wurde eine ungewöhnliche Art von Seeigel entdeckt. Diese Tiere leben normalerweise im salzigen Meerwasser. Nur hier haben sie sich an das Brackwasser der Sümpfe angepasst. Oh, das klingt auch sehr interessant. Die anderen beiden Koloniestandorte werden wir uns dann später einmal anschauen. Wir bleiben jetzt erstmal bei der Entscheidung zwischen Naboo und Dagobah. Ich entscheide mich für Naboo. Naboo hat mir immer sehr gut gefallen. So schön üppig und bunt. Dann werden wir jetzt mal dort unsere erste Kolonie gründen. Schauen wir mal, was es dazu zu sagen gibt. Ja, nicht viel. Diese Kolonie-Episode hat den pragmatischen Titel Naboo. Und hier steht, eine herrliche Gegend für eine Kolonie. Endlich Holz, so viel du brauchst. Dazu noch leckere Seeigel. Ach ja, Poseidon möchte noch eine Kleinigkeit von dir. Besser du fügst dich, damit er nicht böse wird. Ja, einen zornigen Poseidon möchten wir nicht. Deswegen haben wir auch folgende Ziele. Einen Quest erfüllen, der Quest des Poseidon, und einen kleinen Schrein für ihn bauen. Ja, das klingt jetzt nicht so dramatisch. Schauen wir uns einmal die Karte an. Wir gehen in den Pausenmodus. Übersicht haben wir hier im Süden die Bucht, wo wir Seeigelvorkommen haben. Wir gehen ganz in den Osten, haben wir hier schon Kartenende. Wie alle Koloniestandorte ist die Karte recht klein. Ja, hier oben im Norden haben wir einen terrassierten Bereich, wo wir fruchtbares Gebiet haben. Das ist auch, glaube ich, das einzige fruchtbare Gebiet. Ja, und hier haben wir so einen Flecken, jede Menge von Wald. Das ist aber auch der einzige Bestand an Wald. Gehen wir weiter Richtung Westen. Ist die Karte hier auch schon zu Ende. Und hier haben wir diese Felsformation. Dann gehen wir wieder runter. Also ihr seht, die Karte ist mini. Ja, aber unsere Ziele sind auch nicht so schwierig, als dass wir eine große Stadt brauchen. Dann schauen wir mal, was wir alles so bauen und produzieren können. Ja, wir können nur Häuser der Arbeiter errichten. Bei der Landwirtschaft haben wir bei den Farmen die Karottenfarmen, bei Plantagen können wir Oliven anbauen und bei Land und Meer den Seeigelkai. Bei Gewerbe haben wir bei den Rohmaterialien die Sägemühle und wir können Olivenöl und Wein herstellen. Ah, okay. So, wir haben hier auch schon die ersten Handelspartner, nämlich Coruscant, Bandomer und Pasmin. Dann schauen wir gleich mal eben noch auf die Weltkarte. So, hier haben wir alles. Hier auch. Oh, wir können sogar ein Museum in unserer Kolonie errichten. Wir haben keine Heiligtümer, aber natürlich die Kunsthandwerkergilde. Wir können unsere Stadt nur befestigen. Wir haben bei der Ästhetik ja, die Alleen und doch einiges an Erholungsgebiete. Und hier bei der Poseidon-Pyramide haben wir den kleinen Schrein für Poseidon. Warum der jetzt hier doppelt aufgeführt ist, weiß ich nicht. Gut, ja, dann
können wir Holz, Olivenöl und Wein produzieren. Dann gucken wir jetzt tatsächlich nochmal auf die Weltkarte. Ja, wir haben hier unsere Heimatstadt Coruscant, kauft Holz. Und wir können dort Marmor, Trauben und Wolle kaufen. Aha, und wir können also Wein produzieren. Wenn wir die Trauben importieren, dann haben wir Pasmin, kauft Holz und Olivenöl und verkauft uns Wolle. Ja, und dann haben wir noch unseren Verbündeten Bandomer, kauft Trauben und Wolle und verkauft uns Karotten. Ja, mit Bandomer können wir eigentlich gar nichts anfangen. Also Pasmin und Coruscant sind unsere wichtigsten Handelspartner. Holz wird das meiste, was wir verkaufen können, und Olivenöl. Ja, das sollten wir auch dann produzieren. Gut. Was ist nun der Plan? Ja, der Plan ist recht einfach. Wir werden hier genau in der Mitte unser kleines Kolonie-Wohngebiet aufbauen, beginnen mit der Nahrungsmittelproduktion und werden dann ganz viel Holz produzieren und auch Olivenöl. Ja, und dann nach und nach entsprechend die Ziele abarbeiten. Mal gucken, was wir für den Quest machen müssen. Wahrscheinlich einen Helden rufen. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Bau unseres Wohngebietes. So, hier haben wir schon unser Wegesystem. Wie gesagt, klassische Bauform für unser Wohngebiet. Wir errichten schon mal die Agora. Habe ich mich hier verzählt? Wahrscheinlich, ne? Das ist aber das ärgerlich. Dann machen wir das anders. Nee, muss man tatsächlich so machen. Da habe ich mich verzählt. So. Wir haben relativ wenig Geld. Das müssen wir berücksichtigen. Aus der ersten Episode haben wir jetzt ja nicht so viel Geld jetzt hier mitgebracht. Okay, so passt es. Wir müssen hier die Sperren setzen. Ich werde entgegen meiner normalen Bauweise keine Alleen hier bauen, auch aufgrund des fehlenden Geldes. Ich glaube, wir müssen unsere Stadt auch nicht so stark weiterentwickeln, als dass ich jetzt hier die vielen Verschönerungen brauche. So, wir parzellieren hier mal. Ach, da habe ich schon wieder mich verzählt. Mein Gott, was habe ich mich denn hier verzählt? So. Wir brauchen die Basics. Den Brunnen und entsprechend den Architekten. So, bei Gewerbe noch eben schnell hier die Priorität bei Sicherheit auf hoch. Und da kommen schon unsere Bürger. Wir fangen direkt an, und Nahrungsmittel zu produzieren. Wir müssen einmal hier hoch. Dann bauen wir das so, ja. Passt dann jetzt hier das Silo hin. Moment, ich gucke mal eben, wie wir das bauen. Ja, hier können wir die 2 Lagerhäuser bauen. Dann würde ich das Silo tatsächlich hier hinbauen wollen. Oder hier. Dann bauen wir es hier. So. Dann können wir hier die Straße rausführen, weil hier haben wir ja unsere Seeigelkreis. Wir brauchen jetzt hier natürlich auch den Architekten. So, dann führen wir den Weg hier hoch. So. Ne, wir müssen hier in das fruchtbare Gebiet rein. So. Dann bauen wir jetzt hier mal. Tja, was bauen wir? Ja, ich denke mir mal erstmal 2 Karottenfarmen. So, dann muss hier auch noch ein Architekt hin, eine Sperre. So, dann parzellieren wir hier auch schon die entsprechenden Parzellen aus. So. Und schon 100 Personen in unserer Stadt. Wir sind übrigens im fetten Minus. Vielleicht sollten wir auch erstmal bald anfangen, was zu produzieren hier.
Aber vielleicht kriegen wir gleich nochmal eine entsprechende Finanzspritze. Ich möchte jetzt erstmal hier noch Seeigelkais aufbauen, auch 2 Stück. Brauchen wir hier einen Loop, muss hier eine Sperre hin. Sehr gut. Ja, richtig stark in den Miesen hier. Mal gucken. Kriegen wir ein bisschen was an Geld? Hoffentlich, ne? Ja, wir kriegen eine Unterstützung von Bandomer 2000 Drachmen. Sehr schön, die nehmen wir an. Dann können wir nämlich jetzt hier gucken, dass wir jetzt allmählich ein bisschen Nahrungsmittel produzieren. Was haben wir denn? 15 Arbeiter brauchen wir, da kommen aber noch ein paar Bürger. So, dann schließen wir auch schon mal die Straße. Nämlich hier auch den Loop. So, jetzt haben wir schon die ersten Arbeitslosen, dann Sägemühlen. Die bauen wir alle hier hin. Und auch schon das erste Landarbeiterlager. Das können wir tatsächlich jetzt hier sehr gut hinbauen. Da kontrolliert der Architekt das hier. Gut. Ja, dann ist das Geld auch schon bald wieder weg. Wir brauchen dringendst das Pier von Pasmin. Nee, nicht das Pier, sondern den Handelsposten. Oh, die passen aber hier sehr gut hin, ne? Das gefällt mir. So, hier können wir jetzt Holz und Olivenöl verkaufen. Das passt auch ganz gut. So, die ersten Seeigel sind im Silo. Unsere Möhren brauchen noch ein bisschen. Da ist die Ernte erst im April. Ja, viel kommt da jetzt erstmal nicht, aber egal. Wir bauen den Lebensmittelhändler auf die Agora. Gut, Arbeitsmarkt, ja, ist schon nicht so üppig hier, aber das wird sich jetzt ändern. Dann kommen weitere Seeigel, das ist gut. Die Entwicklung beginnt jetzt hier. Nahrungsmittel sind jetzt angekommen. Wir bauen dann natürlich gleich erstmal noch die Olivenpressen und weitere Holzfällerlager. Sägemühlen. Oh, da kommen unsere Karotten. Sehr schön. Ja, letztendlich können wir jetzt nur noch unser Wohngebiet weiterentwickeln und hier nur Holz und entsprechend Olivenöl produzieren. Ja, und dann warten wir mal, dass Poseidon uns seinen Quest verkündet. Ich baue jetzt hier schon mal die Bibliothek auf. Ja, lohnt sich das, wenn wir das so bauen? Ich denke schon, ne? Nehmen wir jetzt hier die eine Sperre, die eine Sperre weg. Da haben wir zwar eine kleine Kreuzung hier, das macht aber nichts. Dann kann ich hier noch eine Parzelle ausweisen. So. Das Wohngebiet ist jetzt nicht so groß, als dass diese Kreuzung jetzt hier irgendwie entsprechend sich negativ auswirkt. So, was haben wir denn? Wir haben Arbeitslose. Okay, wir bauen schon mal die
Olivenpressen hier auf. Die Frage ist, wie wir das machen wollen. Wollen wir einen Loop bauen? Dann müssten wir hier das ein bisschen wegnehmen hier, ne? So. Ja, dann bauen wir das so. Okay. Ja, das reicht. 500 Personen schon in unserer Kolonie. Ich wollte Olivenpressen bauen. So, die Sperre setzen wir dann jetzt hier hin für den Architekten. So, weitere Holzfällerlager. Oder Sägemühlen. Und die Klinik sollten wir schon mal bauen. Die passt ja jetzt hier hin. Ja, wir haben wieder kein Geld. Wir müssten eigentlich gleich auch noch unsere Wolle von unserer Heimatstadt bekommen. Da haben wir in der ersten Episode ja die Wolle für die Kolonie gesammelt. Gut, dann bauen wir schon mal ein Lagerhaus hier auf. So, was kann das jetzt annehmen? Das nimmt Olivenöl an, Wolle und auch Holz, ne? So. Aufbau gefällt mir eigentlich ganz gut hier. Tja, mit den Nahrungsmitteln, das ist ein bisschen wenig, obwohl Nahrungsmittel sind noch auf der Agora und da kommen jetzt wieder Seeigel. Sollte passen. Ansonsten, ich würde eventuell dann noch eine Karottenfarm bauen wollen. Was braucht denn mehr Arbeiter? Hier brauchen wir 10 und hier brauchen wir 10. Okay, und das ist vollkommen wurscht. So, wir wollten gleich auch noch von Coruscant und den Handelsposten bauen, wobei das ist, glaube ich, ein Pier, ne? Jawohl, okay. Wo können wir das hinbauen? Hier. Oh, hier können wir es direkt hinbauen. Oder hier. Nee, dann bauen wir es so, oder? Das ist doch super. Im Moment habe ich kein Geld. Hier das Holz jetzt mal verkaufen. Unsere Oliven sind erst im Januar reif. Ja, in der Stadt mangelt es an Nahrungsmitteln, ich weiß. So, dann wird das Holz gekauft. Wunderbar. Dann bauen wir jetzt hier das Pier von Coruscant und verkaufen hier auch Holz. Wir können jede Menge Holz verkaufen. Sehr schön. Und dann baue ich nochmal eine Sägemühle hier auf. Ja, es ist zwar eine kleine Fläche Wald, aber der ist sehr dicht, wie man hier so sieht. Da können wir gut Holz schlagen. So, das mit den Seeigeln passt auch sehr gut. Ich baue noch ein Landarbeiterlager, aber das bringt jetzt auch nicht viel, ne? Die werden gleich geerntet hier.
Eine Rückentwicklung, das ist nicht gut. Wir haben zu wenig Nahrungsmittel. Das ist doof. Baue ich doch noch ein. Oh, da kommt die Wolle. Nehmen wir an. Vielen Dank. Ja, den Wollhändler brauchen wir jetzt erstmal nicht zu bauen. Wir haben nämlich genug Arbeitslose, obwohl wir da die Rückentwicklung haben. So, aber nachher werden unsere Karotten ja reif sein. Ja, wieder was verkauft. Ja, komm, dann bauen wir jetzt noch ein Landarbeiterlager auf hier. Weitere Olivenbäume. Wir benötigen Arbeiter. Ja, ich weiß, wir haben zu wenig Nahrungsmittel. Okay, dann bauen wir noch eine Karottenfarm hier auf. So, ich sehe, unsere Oliven sind geerntet worden, sind auf dem Weg zu den Pressen. Gut. Gut, dann bauen wir noch weitere Sägemühlen. Grüße, sterbliches Wesen. Ich, der Herr der Meere, habe einen Quest für Sie. Ja, Poseidon hat seinen Quest verkündet. Grüße, sterbliches Wesen, ich, der Herr der Meere, habe einen Quest zu vergeben. Ich, Großvater Poseidon, habe auf der Purpurinsel einen Steinbruch voll mit herrlichen Steinen entdeckt. Einer dieser Steine würde den idealen Grundstein für mein neues Heiligtum abgeben. Theseus soll ausgeschickt werden, um ihn zu holen. Ja, der gute alte Theseus wird gebraucht, deswegen können wir auch seine Halle errichten. Gut, dann haben wir schon mal jetzt entsprechend diesen Quest verkündet. Ja, Theseus ist ja der Held, der den Stadtpalast braucht, eine Mauer und Verschönerung. Ja, ich glaube, hier ist noch ein guter Platz dafür. Hier wäre jetzt noch Platz für ein Handelsposten. Gut, dann würde ich jetzt anfangen und würde erstmal gucken. Ja, so viel Geld haben wir gar nicht, ne? Also, vielleicht sollten wir nochmal Asmin sind erfreut, fragen, ob sie uns Geld geben. Bisschen Geld brauche ich für diese ganzen Sachen, die ich hier bauen muss. Okay, wir führen jetzt hier schon mal den Weg. Dann kommt hier das Stadttor hin. So. Dann passt hier später mal Verschönerungen hin. Dann können wir jetzt hier die Halle des Theseus errichten. So. Und führen jetzt die Mauer drumherum. Hier müsst ihr direkt an die Halle dran. Hier können wir ein bisschen Platz lassen für Verschönerungen. Das gleiche machen wir hier. Gut. Dann kommt jetzt hier der Weg hin. Wie sieht's aus? Ja, Geld haben wir. Gut. Führen wir den Weg einmal hier so rum. Müssen allerdings auch dann jetzt hier entsprechend
Sperren setzen. Und vor allem müssen wir hier eine Sperre setzen. Der Architekt muss ja jetzt tatsächlich nicht entlang gehen. Und hier muss auch eine Sperre hin. Gut, so. Wir brauchen jetzt natürlich den Stadtpalast. Wir klicken nochmal hier die Heldenhalle an. Ihr seht, was wir alles brauchen. Wir brauchen auch 32 Marmorplatten und 16 Amphoren Wein brauchen wir. Deswegen müssen wir den Wein produzieren. Okay, dann setzen wir jetzt hier den Stadtpalast hin. So, wir kriegen nochmal von Pasmin 1500 Drachmen. Das ist nett, vielen Dank. So, hier können wir den Stadtpalast hinbauen. Sehr schön. So, und dann brauchen wir natürlich hier auch einen Architekten. Und Sperren. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal. Ja, wir müssen dann Verschönerungen bauen. Ja, die passt da jetzt nicht hin, aber das Gartenhaus passt hier hin. So, und dann warten wir mal. Vielleicht kriegen wir gleich noch ein Denkmal. So, wie sieht es jetzt aus? Oh, wir brauchen ganz viele Arbeiter. Das kriegen wir ganz schnell hin, indem wir jetzt hier den Wollhändler aufbauen. Und ich baue noch ein Warenlager hier auf, nämlich für unsere Baumaterialien. Skulpturen, Aurikal und vor allem Marmor. So, und dann fangen wir an, Trauben zu importieren. Die kriegen wir hier bei unserer Heimatstadt. Und dann bauen wir eine Kälterei hier auf. Hier. Wobei, das ist Blödsinn. Nicht hier. Wir bauen sie direkt hier auf. So. Dann sind die auch relativ schnell dann vom Pier hier in der Kälterei. Und dann haben wir hier das Warenlager, was Wein natürlich annimmt, aber nur 16. Okay, ja, Marmor müssen wir dann einkaufen. Das ist echt nicht gerade billig. Aber wir entwickeln jetzt erstmal hier unsere Stadt weiter. Pasmin braucht Holz. 8 Holzbretter. Okay, dann einmal das Holz bitte hamstern. Nicht verkaufen. So, und hier nehmen wir dann Holz an. Okay. Ja, das sollten wir aber relativ schnell haben. So, da entwickelt es sich weiter. So, die brauchen, glaube ich, jetzt hier Attraktivität. Okay, das können wir machen. Parkanlagen. So, und vor allem können wir das Steuerbüro bauen. So, ich glaube, wir haben jetzt 6 Holz. Nee, doch nicht. Okay. Ach nee, jetzt war, glaube ich, 8. Ne? Nicht 6. Da ist es. Gut. Dann schon 1000 Einwohner in unserer süßen kleinen Kolonie Nabu. Halt, Moment, das war verkehrt. So.
So, der Arbeitsmarkt. Was gibt er her? Ja, wir können noch weitere Olivenpressen bauen. So, und dann bauen wir noch ein Landarbeiterlager auf. Pasmin schätzt uns mehr. Gerne. So, ich glaube, wir haben ja jetzt unser Denkmal, ne? Jawohl, das Bevölkerungsdenkmal, das kann jetzt hier hin. So, wie sieht es jetzt hier aus? Gute Attraktivität, das müssen wir noch ein bisschen erhöhen. Nehmen wir noch hier den Quellbrunnen, der passt nämlich hier noch hin. So. Und dann noch ein paar Parkanlagen und dann sollte es eigentlich passen, was die Attraktivität betrifft. Ja, sehr schön. Gut, dann brauchen wir jetzt nur noch die Ressourcen. Ja, und wie ihr seht, wir brauchen das tatsächlich nicht weiter auszubilden. Ich werde jetzt hier noch in diesem Wohngebiet die letzten Parzellen ausweisen. Und dann ist das hier fertig. Und dann produzieren wir jetzt wirklich nur noch Holz und Olivenöl. Führen jetzt hier noch die Gärten drumherum. So. Und dann ist das gut. Nahrungsmittel ist noch so eine Sache, wo ich denke, da müssten wir noch was tun, eventuell. Ich baue doch noch eine Kälterei. Und dann haben wir auch wieder kein Geld hier. Meine Güte. Dann können wir noch ein paar Verschönerungen machen, auch wenn ich kein Geld habe. So. So, wir könnten unsere Heimatstadt Coruscant, die ja treu sind, mal fragen, ob sie uns Marmor geben. Gut, das tun sie, das ist nett. So, was gibt der Arbeitsmarkt noch her? Wir brauchen eigentlich nur noch gleich die Kunsthandwerker-Gilde. Und mehr brauchen wir eigentlich nicht. Wir produzieren jetzt hier unsere Exportgüter. Nahrungsmittel, das müsste so gerade reichen. Wir müssen allerdings auch gleich Wolle einkaufen. Ne? Das werden wir jetzt mal machen. Wir können das hier bei Pasmin machen. Wir kaufen nur 6 Einheiten Wolle ein. Hier werden 6 Einheiten geholt. Und dann passt das. Ich denke mir mal, das Olivenöl müssen wir gar nicht annehmen hier, ne? Lassen wir es mal. Ja, die Nahrungsmittelversorgung ist schon ein bisschen, naja, knapp hier bemessen. Was sagt denn das überhaupt hier? Also, wenn ich jetzt hier sehe, produzieren wir genug. Dann brauchen wir da nichts mehr zu machen. Ja, so eine süße kleine Siedlung hier geworden. Aber wie gesagt, die Karte selber gibt auch nicht so viel her hier. So, Gott sei Dank, unsere Karotten werden geerntet. Ich hoffe mal, dass wir jetzt mit den 3 Farmen hier hinkommen. Aber wie gesagt, wir sehen hier, für 1568 Bewohner produzieren wir Nahrungsmittel. Dann sollte das auch so reichen. Gut, ich baue jetzt schon mal eine Kunsthandwerker-Gilde. Die baue ich hier hin. Hier hin. So. Weil den Schrein, oder den kleinen Schrein des Poseidons errichte ich hier. Ja. Ihr seht ja, das Silo ist jetzt gut gefüllt mit Karotten. Das reicht wirklich. Arbeitsmarkt. So, das ist jetzt nicht mehr viel, was wir jetzt hier haben. Coruscant gewährt uns 12 Platten Marmor. Das ist doch super. Ja, wir brauchen hier ein ganzes Warenlager voll, ne? Dann müssen wir das hier holen. Und hier kaufen wir jetzt Marmor ein.
Müssen wir mal gucken, ob wir das uns finanziell leisten können. Oh, wir haben wieder Arbeitslose. Dann baue ich noch Olivenpressen, hatte ich ja gesagt. Würde ich gerne noch welche bauen hier. Frage ist, wo? Hier. Ja, komm, bauen wir sie hier hin. Oh, Pasmin braucht Oliven. Oh, die müssen wir mal direkt hamstern. So, hier das Warenlager kann Oliven annehmen. Oh, nee, nicht Orikal. Oliven, ja. Gut. Wir haben noch ein paar Oliven hier in den Landarbeiterlager. Ob das reicht, weiß ich nicht. So, jetzt ist der Marmor eingekauft worden. Ja, das mit den Oliven wird knapp werden. Wir haben jetzt hier keine mehr in den Landarbeiterlager. Nein. Und die Ernte ist erst im Januar. Tja, das wird wohl nicht passen, glaube ich. Na gut. Kann ich jetzt auch nicht zu. Wir kriegen sonst auch nirgendwo Oliven her. Wir müssen doch noch ein Lagerhaus bauen, ne? Das baue ich jetzt hier hin. So, hier wird jetzt Holz angenommen. Skulpturen und Orikal. Und hier machen wir jetzt nur Marmor. Gut. Wir bauen noch ein paar Säulen hier auf. So, ein bisschen noch verschönern. Ja, aber wir verkaufen jetzt wirklich gut. Wie viel Wein haben wir denn jetzt mittlerweile schon hier? 9. Ah, gut. Ja, wie gesagt, wir können dann die Klettereien abreißen und können noch ein bisschen Olivenöl produzieren. Ja, das mit den Oliven für Pasmin, das reicht nicht. Da müssen wir bis Januar warten und dann ist auch, glaube ich, die Frist vorbei. Naja, geht leider nicht anders. Ja, wie gesagt, wir haben es nicht geschafft, das in dem Zeitrahmen hinzubekommen. Es tut mir sehr leid. Aber wie gesagt, es wird jetzt gleich hier geerntet und dann kriegst du sie etwas verspätet. So, was ist jetzt hier? Ach so, es ist ein Holz hier drin. Oh nee, ne? So, Holz holen. So, jetzt passt es. Gut. Wieder annehmen. Gut, so, wir haben Marmor. Wir haben 11 Amphoren Wein. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen Wein. Und dann können wir Theseus schon rufen. Wunderbar. Und dann können wir mit dem Schrein anfangen. Ja, wir produzieren ein bisschen sehr viel Holz, ne? Habe ich denn hier irgendwas? Warum verkaufe ich jetzt hier kein Holz? Komisch. So, wir bauen mal eben kurz hier die Säulen, so wie ich das gerne haben möchte. So, gut. So, da sind jetzt die Oliven. Was haben wir denn jetzt hier drinnen? 6. Waren es 6 gewesen? Ja. Die können wir jetzt verschicken und dann können wir die Oliven wieder nutzen.
Die müssen natürlich auch jetzt hier nicht mehr angenommen werden. Gut. So, wir haben mittlerweile 15 Amphoren Wein. Wir brauchen keine Trauben mehr einzukaufen. So, und da ist auch die letzte Amphore Wein auf dem Weg ins Warenlager. Wir können Theseus jetzt rufen. Dieses Warenlager darf natürlich jetzt nicht mehr den Marmor holen, weil sonst haben wir viel zu viel. Wir brauchen hier, glaube ich, überhaupt keinen Marmor mehr annehmen zu lassen. Wir werden jetzt hier nur noch die Skulptur und das Orikal annehmen lassen. So, 16 Amphoren. Wir haben alles, um Theseus zu rufen. Das tun wir natürlich sofort. Reißen jetzt hier die Weinkältereien ab. Und bauen dafür nochmal hier 2 Olivenpressen auf. So, und dann führen wir den Weg so hier rum. Und dann passt hier nämlich jetzt der kleine Schrein des Poseidons rein. Na, passt jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ja, komm. Und dann einmal drehen. Ja, man schätzt uns weniger, da kann ich jetzt auch nichts zu. So. Gut. Dann bauen wir das so. Dann ist es ein bisschen gleich hier. Ja, das stimmt doch überhaupt nicht, was ich hier baue. Meine Güte. So, und da wird auch schon kräftig gebaut. Ja, wir brauchen Orikal und die Skulptur, aber ich gehe mal davon aus, dass ich die hier bekomme. Arbeitsmarkt, fantastisch, kann so bleiben. So, nochmal hier Gärten drumherum. Es gibt keinen Grund mehr, sich zu fürchten. Ich bin da. Das ist schön, Theseus, dass du da bist. Dann können wir dich direkt auf den Quest schicken. Bitteschön. Ja, jetzt müssen wir warten, dass wir Orikal und die Skulptur geschenkt bekommen. Jasmin ist immer noch erfreut und das ist sehr schön. Den können wir auch nochmal ein Geschenk machen. Oh, kleines Geschenkholz ist jetzt ein bisschen doof, ne? Jetzt vielleicht. Gucken wir mal. Also ein mittleres Geschenk sollte es schon sein. Ne? Ja, machen wir ein mittleres Geschenk. So. So, hier können wir auch noch ein paar Verschönerungen durchführen. Uhren. Vogelbäder. Und Pasmin ist dankbar für das Holz. So. Die Nereiden und alle Kreaturen des Meeres jubeln. Sie haben es geschafft.
Ja, wunderbar. Wir haben den Quest für Poseidon erfüllt und es brennt in unserer Stadt. Hoffe ich mal, dass das hier gelöscht werden kann. Warum ist das jetzt so? Weil ich hier die Sperre nicht gesetzt habe. So. Das ist natürlich doof. Kommt jetzt da mal ein Architekt an? Irgendwie nicht, ne? Ah doch. Gut. Ja, der Quest ist erfüllt worden. Poseidon ist glücklich und wir können natürlich, wenn wir einen Quest erfolgreich abgeschlossen haben, die große Statue des Poseidon bauen. Das tun wir. Das können wir hier hinbauen, aber wir drehen den guten mal, dass er hier zu unserer Stadt guckt. Wunderbar. Dann können wir hier noch den Weg drumherum führen. Ach ja, fantastisch. Auch nochmal hier Säulen. Wir kriegen Marmor geschenkt. Später. Okay, wir kaufen jetzt keinen Marmor mehr ein. Wir nehmen jetzt hier noch ein bisschen Marmor an. Hier leeren wir. Okay, gut. Ich war hier mit meinen Säulen beschäftigt. Gut. Doch, gefällt mir eigentlich ganz gut hier. Ja, wir müssen jetzt nur noch diesen Schrein zu Ende bauen. Ich hoffe, ich kriege jetzt mal noch die anderen Sachen. Ja, wir produzieren ein bisschen zu viel Holz. Definitiv. So, wir nehmen das an Marmor, was wir annehmen können. Dankeschön. So, jetzt bitte noch Orikal und eine Skulptur. Das habe ich hier freigeschaltet. Gut. Endlich kriegen wir unser Orikal geschenkt von Korosan. 4 Waren Orikal. Die nehmen wir natürlich gerne an. So, dann kann es nämlich jetzt endlich weitergehen. Ja, ansonsten haben wir ja alle Baumaterialien, außer die Skulptur, die ich jetzt hoffentlich auch noch geschenkt bekomme. Ja, der Sockel müsste jetzt eigentlich gleich fertiggestellt sein. Was brauchen wir denn noch? 4 Marmorplatten und die eine Skulptur. Okay. Ja, wunderbar. Jetzt warte ich noch auf die Skulptur, die wir jetzt hoffentlich auch geschenkt bekommen. Ja, und da ist sie. Pasmin schenkt uns die eine Skulptur. Vielen Dank. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Ja, komm, das bauen wir noch hier hin. Ja, das sieht doch auch besser aus, ne? So, da kommt unsere Skulptur. Damit können wir den kleinen Schrein des Poseidon fertigstellen und diese Mission erfolgreich abschließen. Ja, wunderbar, das haben wir. So. Noch schnell hier die Straße schließen. Unsere erste Kolonie, Naboo, haben wir aufgebaut und entwickelt. Nicht ganz so prächtig wie das Original, würde ich mal sagen. Aber war auch jetzt keine große Herausforderung hier. Was steht hier noch? Nun geht es wieder zurück nach Korosan.
Hier wird Jar Jar Binks nach dem Rechten sehen, solange du fort bist. Mixe euer Diener sein und Acht geben, ihre ganz beruhigt nach Hause gehen könnt. Gibt er dir als Abschiedsworte mit auf den Weg. Ja. Wunderbar, diese Star Wars Anekdoten hier mit eingearbeitet. Jar Jar Binks, wohl einer der umstrittensten Figuren in der Star Wars Saga. Gut, in der dritten Episode sind wir wieder in Coruscant. Bin sehr gespannt, wie dieses Crossover zwischen Zeus und Star Wars weitergeht. Ich hoffe, ihr seid weiter mit dabei. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.